Eines der, wenn nicht das meistgewünschte Projekt in Wild City von euch ist, wie könnte es anders sein, eine U-Bahn. Und damit herzlich willkommen zurück bei Bricks Go Wild. Rita ist irgendwo unten, ich hoffe, sie kocht gerade Essen. Gesagt, getan, wäre schön. Wir haben uns aber natürlich eure Wünsche zu Herzen genommen und wir versuchen jetzt eine U-Bahn umzusetzen. Das ist jetzt das erste Video von wahrscheinlich mehreren, die dazu kommen. Und ich heiße euch herzlich willkommen zum Bau einer U-Bahn in Wild City. Es ist natürlich so, dass man dazu schon relativ viele Überlegungen anstellen musste. Ich habe mich ziemlich informiert im Internet, was da so andere Lego-Stadtbauer so gemacht haben, was es sonst noch an Bildmaterialien gibt. Ihr seid natürlich herzlich dazu eingeladen, euch in den Kommentaren auch zu verwirklichen. Sagt uns die Tipps, was können wir vielleicht noch besser machen, was würdet ihr cool finden. Wir präsentieren, oder besser gesagt ich, Rita ist ja nicht da, präsentiere ich heute mal, was wir da so geplant haben, oder besser gesagt, was wir schon gemacht haben, was wir gekauft haben, und ihr sagt uns dann einfach, was ihr davon haltet. Wir befinden uns am Stadtplatz von Wild City. Es ist natürlich so, dass es hier jetzt wegen den Umbauarbeiten ein bisschen aussieht. Verzeihung dafür, da kann man leider nichts dran ändern. Also, wir haben natürlich gesagt, dass die Lego Wild City U-Bahn hier auf jeden Fall bei unserem Stadtplatz eine Station braucht. Hier braucht sie wahrscheinlich auch die größte Station. Wie könnte es anders sein? Ich habe jetzt dazu, ihr habt es ja, glaube ich, in einem vergangenen Video schon mal gesehen, solche Dielen, die wir einen Stockwerk tiefer an der Decke haben. Die zeige ich euch gleich, was wir damit vorhaben. Die ist letztens mal hier gelegen, jetzt ist sie nicht mehr da, aber ich habe sie draußen auf der Terrasse. Ich habe jetzt zusätzlich noch im Bauhaus solche, ich glaube, das sind Pappelplatten gekauft, solche Hobbyplatten, 6 mm dick in der Dimension 120 mal 60 Zentimeter. Denn das geht sich nämlich hier genau aus, dass wir uns hier am Stadtplatz, ja besser gesagt unterm Stadtplatz, eine schöne Fläche aufbauen, wo dann natürlich Schienen fahren, oder besser gesagt Züge auf Schienen. Was ich hier jetzt vorhabe, ist folgendes. Ich möchte gerne hier eher nahe an der Tischkante, das heißt, das soll sich genauso ausgehen wie hier jetzt, eine U-Bahn fahren lassen, die etwa so, ich weiß nicht, ungefähr 20 cm, 25 cm unter der Tischplatte fährt. Das heißt also, diese Platte kommt dann noch nach oben. Ich habe das jetzt nur mal ein bisschen hingelegt, wie ich mir das so vom Layout vorgestellt habe, und hier kommt, ihr seht schon das Doppelgleis, hier kommt auf jeden Fall ein größerer Bahnsteig hin, wo entweder in der Mitte ein Bahnsteig ist oder in der Mitte und eines nach hinten ein Bahnsteig. Vielleicht auch noch zwei Abstellgleise, dass wir so eine Art Schattenbahnhof machen, das würde ich ganz cool finden. Die müssen dann halt ja optisch ein bisschen voneinander getrennt sein, aber da könnte man ja eine Mauer aufziehen. Und die Geschichte ist die folgende: Es würde dann so sein, dass sich die Schienen hier zusammenführen lassen mit dieser Weiche, und dann haben wir hier eine Kurve und es geht dann nach hinten, ja, wie soll ich sagen, wir wollten es zuerst ganz groß anlegen. Wir haben zuerst geglaubt, wir lassen die U-Bahn quer durch Wild City fahren. Das machen wir vielleicht auch noch, aber jetzt der erste Bauabschnitt ist mal geplant von hier bis dort vorne ungefähr, wo die Monorail-Endstation ist. Ihr seht es, wo der Güterbahnhof beginnt, und dann überlegen wir weiter. Das ist jetzt mal die erste Ausbaustufe. Vielleicht machen wir auch verschiedene Linien, dass eine Linie hier fährt und die andere vielleicht hinten. Wir haben zuerst überlegt, ob wir nicht die Schiene dann unterirdisch auf die andere Seite kreuzen lassen und dass sie dann mehr oder weniger über den Vergnügungspark hier nach hinten fährt. Das Problem ist aber, dass das Layout dort hinten sehr eckig ist, das heißt, da geht es immer wieder hinein und hinaus. Noch dazu stehen solche Schubladenkästen dort unten, da müsste man immer dahinter vorbeifahren und dann würde man die U-Bahn in den meisten Fällen gar nicht sehen. Jetzt ist Folgendes geplant, liebe Freunde. Ihr seht schon, dass ich habe hier mit Kurven herumhantiert. Das heißt, wir lassen die U-Bahn hier in den Bahnhof, in die Endstation am Hauptbahnhof einfahren. Dann in der jetzigen Ausbaustufe macht sie hier eine Kehre
Nicht hier, wo ich die Schienen hingelegt habe, sondern dort hinten. Dort macht sie eine Kehre, fährt dann übers andere Gleis zurück und fährt hier auf der einspurigen Bahn. U-Bahnen machen das natürlich im Original nicht, aber U-Bahnen fahren ja auch im Normalfall keinen Rundkurs, sondern fahren von A nach B und dann wieder zurück. Hier wird diese Diele, für die ich da von der Deckenkonstruktion abgezweigt habe. Da haben wir noch ein paar separat. Hier wird die U-Bahn fahren. Hier haben wir ein Eck. Der Zug macht hier eine kleine S-Kurve. Das heißt, die U-Bahn wird hier unten auch eine S-Kurve machen. Sie geht dann weiter hier geradeaus. Das ist sehr schön, denn das lässt sich gut managen hier mit dieser langen Diele. Und dann habe ich hier nochmal so eine Platte, wo dann hier unter diesem Bahnhof nochmal ein kleinerer Bahnhof wahrscheinlich hinkommt und dann wird auch die U-Bahn hier wieder eine U-Kurve machen und es wird sich wieder so ausgehen, dass sie wieder zurückfahren kann. Ich habe vor, Power Function Schienen zu nehmen, da wir davon noch ein paar haben und außerdem mit 9 Volt ist das ein bisschen komplizierter. Lässt sich natürlich machen, aber dieses Mal, wir haben auf der ganzen Anlage eigentlich 9 Volt Schienen bis auf Ritas Vergnügungspark. Dort wäre auch die neue Powered-Up Lokomotive von Disney. Aber hier wird das gemacht mit einem wahrscheinlich Power Functions Zug oder Powered Up, ich weiß es noch nicht, welche Zuggarnitur wir da fahren lassen, vielleicht auch mehrere. Und jetzt zum Thema, wie befestigen wir diese Platten, also diese große hier und auch diese länglichen. Ich habe mir das sehr viel im Internet angeschaut, die meisten machen das mit einer Holzkonstruktion. Ich habe jetzt mal geschaut, ich bin nämlich was Holzarbeiten anbelangt nicht besonders begabt. Es gibt beim Baumarkt auch sogenannte Stuhlwinkel, die sind relativ günstig und sehr stabil. Ich habe mir die jetzt gekauft, immer Zweiersets, die ich so zusammengeschraubt habe und das wird dann so aussehen, dass wir hier diese Winkel hier montieren und das heißt, die werden dann oben einfach angeschraubt, ein- oder zweimal, ich weiß nicht. Besonders schwer ist ja die gesamte Konstruktion nicht und dann haben wir hier eine schöne Fläche, wo wir diese Dielen platzieren können. Bei den größeren Platten bin ich noch am Überlegen, aber ich glaube, da werden wir auch einfach an allen 4 Ecken, müssen wir mal schauen, so einen Winkel platzieren und das dann verschrauben und dann wird das bestimmt gut halten. Wir sind nach wie vor ein bisschen am Überlegen, wie wir es mit unseren Klappböcken handhaben. Ich habe die jetzt hier mal so weit nach hinten geschoben, dass sich das locker ausgehen würde, wenn wir hier, also da könnten wir sogar noch ein bisschen nach außen rücken wieder, dass man die von der Sicht nicht behindert wird, also dass nicht die U-Bahn immer hinter den Stützen vorbeifährt. Es wird sich wahrscheinlich nicht überall ausgehen. Und zwar, hoppla, hier diese Stütze, diesen Klappbock hier, den kann ich nicht so weit nach hinten schieben, da die Tischplatte sonst zu weit nachgibt. Die würde sich sonst komplett nach unten biegen. Also hier würde wahrscheinlich das so sein, dass der Endteil, wo die U-Bahn die Kehre macht, hinter dieser Stütze ist. Aber das finde ich ehrlich gesagt auch gar nicht so schlimm. Von der Höhe könnt ihr euch vorstellen, es kommt dann natürlich hier auf diese Diele und auch auf die Platten kommt dann noch eine Baseplate, wahrscheinlich in hellgrau. Dann kommt die Schiene hin und das Ganze ist dann, wenn ihr seht, so hoch. Also fast zweimal so hoch wie der Zug, so hoch wird das dann. Und ich habe vor, dass wir, wenn ihr euch das so vorstellt, dass hier natürlich machen wir es so, dann seht ihr es, also so wird das dann aussehen von der Höhe her. Etwas zu hoch, aber ist absichtlich gewählt, da wenn wir irgendwann mal unter einer Stütze durchfahren müssen, dann hier diese Stützen sind 3 cm dick, dann haben wir noch ein paar Zentimeter übrig und außerdem die meisten Züge haben ja auch Stromleitungen und so weiter. Was wir jetzt vorhaben noch zusätzlich ist, und vielleicht habt ihr es gesehen, wir haben ja jede Menge Mauersteine gekauft in Grau, so viel wie noch nie zuvor. Was ich vorhabe ist, dass wir, wenn ich jetzt hier von der anderen Seite filme, dass wir, wenn die Tischkante hier ist, dass wir dann in so eine Nische reinschauen, wo die U-Bahn hin und her fahren kann und hinten möchte ich gerne
dass das Gleis ist und dann ist hier ein bisschen mehr Platz noch, das wird wahrscheinlich ungefähr so sein, dass wir hier auf, ich glaube es 4 oder sogar 6 Noppen so einen Gang machen, wie es teilweise auch in den Kanalisationen ist oder bei den U-Bahnen, wo jemand gehen kann. Das heißt, man schaut dann, wenn ihr euch das vorstellt, wenn das so montiert ist, man schaut dann hier in diese Nische rein und hier hinten, wo meine Hand ist, wird aber alles zugebaut. Das heißt also, man kann da gar nicht mehr dann reinsehen, man sieht da diese, nicht besonders schöne Optik der Untergrundgeschichte unserer Stadt nicht. Das heißt, wir werden hier so ein kleines Podest machen, wo Leute gehen können und auch hinten zubauen mit den Mauersteinen. Und dann wird das, denke ich, ganz nett aussehen. Ich habe schon geschaut wegen so Arches, wegen so Bögen, so invertierte, dass wir die auch noch bekommen, dass wir so oben hin so ein bisschen eine runde Optik hinbekommen. Die sind aber leider relativ teuer in hellgrau. Aber ich denke, dass sich das sicher machen lässt, dass wir das so aufbauen. Die einzige Geschichte, wo ich jetzt noch am Überlegen bin, und dann gehe ich mit euch kurz hinaus. Also wie gesagt, wir haben hier jede Menge dieser Winkel, die sind schon alle vorbereitet. Hier sieht es auch dementsprechend aus mit Gleisen, Zollstock, Schrauben und so weiter. Die Geschichte ist die folgende, diese Platten hier sind 120 x 60, das ist sehr praktisch vom Format, passt auch wie gesagt eigentlich bei den meisten Stellen sehr gut in die Untergrundkonstruktion hier mit den Klappböcken. Das einzige Problem ist, ein Kurvenradius von Lego-Schienen hat, ich glaube, 67 oder 68 Zentimeter. Das heißt, das geht sich hier nicht aus. Was ich jetzt überlegt habe, und zwar muss ich kurz mein Handy entsperren. Oh, da kommen schon wieder Kommentare von euch. Vielen lieben Dank dafür. Es gibt ja, wie ihr bestimmt wisst, die Firma Trixbrix, von der habt ihr wahrscheinlich schon gehört, die stellen Third-Party Lego-Eisenbahnzubehör her und die hätten einen Schienenradius, und zwar ist der Schienenradius R32 und da wäre dann ein kompletter Kreis 58, wo steht es, 58 Zentimeter, und das würde sich perfekt hier eignen, weil diese Platten 60 sind. Steht auch, dass sich bei diesem Radius hier alle Züge fahren lassen, also ihr seht hier zum Beispiel, der 56er Radius ist der normale von Lego übliche, oder ist es 40? Ich bin mir jetzt gar nicht sicher, einer dieser beiden, 40, ob es nicht 40 ist. Auf jeden Fall gibt es auch noch 24, der ist aber nicht für alle Lokomotiven und alle Waggons geeignet, der ist wirklich ganz eng, 24 Noppen für einen Radius. Ich würde hier die 32er Variante nehmen, denn dann hätten wir, die sind zwar leider gar nicht billig, da kostet eine Packung mit einem Vollkreis kostet hier 40 Euro, also das ist alles andere als günstig für 16 Stück, aber ich bin am Überlegen, ob ich nicht einen Vollkreis kaufe, damit wir hier einen Halbkreis machen können, dass sich das auf dieser Platte ausgeht und natürlich auch dort hinten. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr davon haltet. Wie gesagt, es könnte sehr leicht sein, dass die Schiene hier irgendwann nochmal erweitert wird. Vielleicht fahren wir dann auch mal in Richtung Strand und so weiter. Aber jetzt als erstes Projekt würde ich als Vorschlag, weil man es hier auch sehr gut sieht, man kommt in die Lego-Stadt rein und hat dann hier genau unterm Stadtplatz einen unterirdischen Bahnhof. Ich habe mir gedacht, dass wir vielleicht das so machen können, wenn das vom Layout ungefähr so bleibt, dass wir hier einen Lift oder eine Treppe oder eine Rolltreppe machen können, die dann genau hier raufkommt. Das würde sich anbieten, geht sich auch, glaube ich, aus. Vielleicht müssen wir hier mit dem Emerald Knight ein bisschen auf die Seite, aber das wäre wahrscheinlich nicht so schlimm. Und auch hinten natürlich haben wir dort unter dem Bahnhof noch einiges an Platz. Man geht auch hier durch und sieht hier schön hinein. Das heißt, hier ist es überhaupt kein Problem, wenn hier ein Zug fahren würde. Das wäre eigentlich sehr cool, würde ich finden. Und bis hier ist, denke ich mal, eine gute Länge. Wie gesagt, ich habe überlegt, ob wir hier nicht auf die andere Seite rüberfahren, aber man sieht den Zug dann nicht. Das ist dasselbe mit der Monorail. Wir haben ja zuerst lange Zeit gedacht, dass wir die Monorail hier unterirdisch fahren lassen. Wäre sehr schade, denn dann würde man sie überhaupt nicht sehen. Wir schauen jetzt noch schnell hinaus und dann zeige ich euch, was wir da vorhaben.
Ich habe gerade festgestellt, dass Rita gar nicht beim Kochen ist, sondern sie hält ein Schläfchen, aber es sei ihr vergönnt, denn sie hat mir heute schon sehr viel geholfen hier beim Abmessen, Sägen, Schleifen und so weiter. Ihr könnt euch vielleicht erinnern, das sind diese, also hier in der Mitte, diese Dielen oder Latten, wie auch immer man sie nennen mag, die haben wir noch vom Hausbau und die sind auch relativ stabil. Wir haben uns jetzt dazu entschieden, dass wir einerseits, wenn ihr vom Stadtplatz dort, wo das Filmstudio ist, um die Kurve fährt, dass sich das hier ausgeht mit ungefähr 1,20 Meter bis dort, wo jetzt der Metroliner dann anfängt, wo das Layout so eine Kerbe hineinmacht. Das heißt, das ist diese Schiene hier. Da haben wir immer zwei dieser Latten hier zusammengeklebt. Ihr seht, die sind auch ungefähr 6 bis, ich glaube, 7 Millimeter dick. Die sind jetzt schön mit Holz zusammengestellt, dass der Kleber über Nacht trocknen kann. Und dann melden wir uns demnächst wieder, wenn wir hier weitergearbeitet haben. Und hier ist eine 3,5 Meter lange Latte. Die hat es in sich, die ist dann für den Bereich vom Ort, wo das Layout so eine Kerbe macht, bis vorne ganz zum gelben Bahnhof, wobei ich ich glaube ungefähr einen halben Meter noch zusätzlich, sieht Nachbarskatze ist schon wieder hier, die gibt es auch noch immer. Das wäre wieder was für Rita, da würde sie wieder lachen. Auf jeden Fall einen halben Meter habe ich hier extra genommen, damit ich dort, wo das Layout, wie gesagt, diese Kerbe macht, dann die doppelte Breite habe. Das geht sich hoffentlich irgendwie aus. Ich habe es jetzt noch nicht genau abgemessen, damit wir dort dann Platz haben, die Schiene in die Kurve, in die S-Kurve gehen zu lassen. Das ist jedenfalls mal das Update, so wie es jetzt momentan aussieht bei uns. Wir hoffen, dass das so wird, wie wir uns das vorstellen. Wie gesagt, Rita und ich sind beide handwerklich nicht unbedingt so begabt. Deswegen haben wir uns auch sehr lange geziert mit dem Bau der U-Bahn. Aber ich freue mich jetzt schon sehr. Ich bin schon gespannt, was ihr davon haltet und auch welche Züge wir dann dort fahren lassen sollen. Es wird sicher ganz nett und ich denke mir, dass man dort auch dann im Untergrund, wie gesagt, wenn wir dann noch ein bisschen Platz haben für so ein Podest, wo man gehen kann, dass da vielleicht auch die Kanalisation irgendwo reinkommt, dass da versteckte Nischen sind, vielleicht Geheimgänge, irgendwelche illegalen Machenschaften oder auch, keine Ahnung, irgendwelche Eisenbahnmitarbeiter, die dort unten unterwegs sind, um die Strecke zu servicieren. Und das System ist ja dann irgendwie modular, komplett ausbaubar. Wir können ja auch, wenn wir zum Beispiel speziell auf diesen 120x60er Platten nicht den gesamten Platz für den Bahnhof oder für das Abstellgleis oder was weiß ich brauchen, können wir ja dann trotzdem dort auch noch so eine Art Kanalisation oder so einen unterirdischen Schacht oder eine Tiefgarage oder sowas bauen. Das wäre sicher total cool und das lässt sich auch dann sicher erweitern, wenn es denn von euch gewünscht ist und es uns auch Spaß macht und gefällt. Wir melden uns wieder mit einem Update. Vielleicht ist auch das nächste Video schon hier wieder vom U-Bahn-Bau. Dann haben wir diese Latten vielleicht schon wieder oben am Dachboden und können euch zeigen, wie die dann aussehen, wenn sie montiert sind. Ich werde jetzt mal schauen, dass wir auch noch Baseplates in hellgrau bestellen. Die haben wir nämlich nicht mehr. Ich will gerne, dass das alles schön modelliert ist, dass das alles nach Lego aussieht. Vielleicht machen wir, das kommt bestimmt auch von euch in den Kommentaren, irgendwo auch noch eine Rampe, dass der Zug irgendwo rauffahren kann. Das wäre natürlich auch cool. Würde sich anbieten, da wir ja an mehreren Stellen im Layout, wie gesagt, so Kerben haben, wäre natürlich auch möglich, das dort hinzubauen, wo ich jetzt davon gesprochen habe, dass wir hier schauen müssen, wie wir das mit der Kurve lösen. Wie gesagt, schreibt uns gerne, hoffentlich tun wir uns nicht weh beim Arbeiten. Ihr seht, die Katze hat sich jetzt auch hingelegt und genießt noch die restlichen Sonnenstunden und dann hoffe ich, dass wir uns bald wieder mal sehen und ihr Bock habt auf eine U-Bahn in Wild City, genauso wie ich. Ich freue mich da nämlich auch mega drauf. Macht euch eine schöne Zeit und baut was Cooles. Wir hören uns. Tschüssi!